Now, I think as far as Quemoy and Matsu are concerned, that the question is not these two little pieces of real estate. They are unimportant. It isn't the few people who live on them. They are not too important. It's the principle involved. These two islands are in the area of freedom. The nationalists have these two islands. We should not force our nationalist allies to get off of them and give them to the communists. If we do that, we start a chain reaction, because the communists aren't after Quemoy and Matsu, they're after Formosa. In my opinion, this is the same kind of woolly thinking that led to disaster for America in Korea. I'm against it. I would never tolerate it as President of the United States, and I will hope that Senator Kennedy will change his mind if he should be elected. Das war die Reaktion des damaligen US-Vizepräsidenten Richard Nixon auf die Frage, ob die USA im Falle eines Angriffs der Roten Armee auf Kinmen eingreifen würden. Im TV-Duell der beiden Kontrahenten von 1990 zeigten Kennedy und Nixon sehr unterschiedliche Antworten auf die Frage zu Quemoy, so wurde Kinmen damals ebenfalls genannt. Warum Kinmen überhaupt ein Thema im US-Wahlkampf werden konnte und wie sich die Insel vom militärischen Konfliktgebiet hin zu einer beliebten Touristeninsel entwickelt hat, genau darüber sprechen wir heute. Ich bin der Ferdinand und ihr hört die zweite Folge meines Podcasts über die Insel Kinmen, das vergessene Fenster Taiwans. Hallo und willkommen zurück. Schön, dass du dir Zeit nimmst und reinhörst. Heute geht es um die jüngere Geschichte Kinmens. Zum einen, weil die Insel nach dem Zweiten Weltkrieg mehrfach im Zentrum der Weltpolitik stand. Zum anderen, weil viele Sehenswürdigkeiten und Ereignisse nur verständlich werden, wenn man sie richtig in Bezug zur Geschichte setzen kann. Und natürlich möchte ich euch auch zeigen, warum Kinmen bis heute Teil Taiwans ist und nicht zu China gehört. Wenn du jetzt irgendwie denkst, so wer wie was ist ein Kinmen, das ist eine kleine Gruppe von Inseln, die direkt vom chinesischen Festland liegt, aber zu Taiwan gehört. In der ersten Folge dieses Podcasts findest du alle grundlegenden Informationen dazu. Heute geht es mehr um die Frage, warum gehört Kinmen eigentlich zu Taiwan? Und deshalb machen wir gemeinsam eine kleine Zeitreise und gehen die wichtigsten Stationen der Insel Schritt für Schritt durch. So, Warnung vorab, unsere Zeit ist natürlich begrenzt. Ich konzentriere mich auf die wichtigsten Ereignisse. Wenn ihr etwas vermisst oder wenn ich irgendetwas falsch verstanden haben sollte, schreibt gerne einen Kommentar unten, dann freue ich mich natürlich auf euer Feedback. Kinmen war nie Teil der japanischen Kolonie Taiwan. Das ist einer der Gründe, warum ich die Insel häufig als den wohl chinesischsten Ort Taiwans bezeichne. Vor 1937 gehörte die Insel zur Republik China. Nicht zu dem Taiwan, das wir heute kennen, sondern zu jener Republik, die Dr. Sun Yat-sen 1912 ausgerufen hat. Das heutige Taiwan dagegen stand seit 1895 unter japanischer Kolonialherrschaft und war nicht mehr Teil des chinesischen Kaiserreiches und auch nicht Teil der Republik China von 1912, zumindest vorerst nicht. Dagegen blieb Kinmen sehr wohl Teil des chinesischen Kaiserreichs und war später auch Teil der chinesischen Republik. Im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg von 1937 besetzten die Japaner schließlich Kinmen doch. Es gab aber keine wirkliche Schlacht, die chinesischen Truppen flohen fast kampflos. Die Japaner nutzten die Insel als Vorposten für ihren Angriff auf die Stadt Xiamen, der ein Jahr später, 1938, stattfinden sollte. Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel Kinmen dann samt Taiwan zurück an die Republik China, denn Japan hat den Zweiten Weltkrieg verloren. Die Republik China wurde damals noch offiziell von Chiang Kai-shek und der Kuomintang regiert, bevor der chinesische Bürgerkrieg zu Ende ging. Also kurz notieren, die Republik China wurde 1912 ausgerufen und erst 1945 umfasste diese Republik sowohl das heutige Taiwan
als auch die heutige Volksrepublik China. Von der kurzen japanischen Besatzung ist heute auf Kinmen nicht mehr viel zu sehen. Und doch ist es eine historische Tatsache, dass ausgerechnet der japanische Offizier Hiroshi Nimoto später eine wichtige Rolle bei der Verteidigung Kinmens spielen sollte. Später mehr dazu. Jetzt fragt ihr euch garantiert, Verteidigung von was denn? Du hast doch eben gesagt, der Krieg ist vorbei. Wo wurde denn Kinmen angegriffen? Ich spreche von der Schlacht am Strand von Guningtou im Oktober 1949, der letzten Schlacht des chinesischen Bürgerkriegs. Chiang Kai-shek musste nach den Niederlagen auf dem Festland gegen Mao Zedong und gegen die Rote Armee mit seiner Gefolgschaft vom chinesischen Festland fliehen. Im Rahmen dieses großen Rückzugs gelangten etwa 2 Millionen Soldaten der KMT nach Taiwan und natürlich ebenso unzählige Zivilisten und Parteifunktionäre. Im Rahmen dieses Rückzugs sendete die KMT einige Garnisonen auf mehrere vorgelagerte Inseln, darunter Matsu und eben Kinmen. Die Kommunistische Partei gründete am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China. Die Republik China von 1912 ist damit Geschichte und Mao war fest entschlossen, die Nationalisten so schnell wie möglich auszulöschen, bevor diese sich auf Taiwan wieder neu aufstellen konnten. Daher kam es zu einem eiligen Angriff auf Kinmen, der jedoch aus mehreren Gründen scheiterte. Gleich mal einen mega Spoiler eingebaut, aber wir können festhalten, dass es die Republik China in ihrer Form so nicht mehr gibt. Kinmen bleibt unter der Kontrolle der KMT, der chinesische Bürgerkrieg ist vorbei und endete auf Kinmen. Chiang Kai-shek nahm im März 1950 seine Regierungsgeschäfte als Staatsoberhaupt der neuen Republik China in Taiwan wieder auf. Das war der extreme Schnelldurchlauf und leider bedeutete das Ende des chinesischen Bürgerkriegs nicht das Ende der Konflikte auf Kinmen. Im Gegenteil, Kinmen war im Zentrum von gleich mehreren internationalen Krisen. Wir sprechen gleich über die erste Taiwan-Krise von 1954, von der zweiten Taiwan-Krise von 1958 und wir kommen natürlich auch noch zurück auf das TV-Duell, das wir am Anfang gesehen haben von 1960. Zuvor kommen wir nochmal zurück auf die Schlacht von Guningtou auf Kinmen. Sie erstreckte sich von 24. bis 28. Oktober. Die Rote Armee unterschätzte die Zahl und die Ausrüstung der Verteidiger. Unter anderem verfügten die KMT-Truppen über einige M5 Stuart-Panzer sowie Artillerie und Haubwitzen. Ein berühmtes Beispiel ist zum Beispiel der Bär von Kinmen, der maßgeblich zur Abwehr der ersten Angriffswelle beitrug. Er befand sich durch Zufall am Strand von Guningtou und nur ein Teil seiner Besatzung überlebte den Angriff der Chinesen. Bestätigt ist auch, dass die KMT-Soldaten im Panzer gezwungen waren, chinesische Soldaten zu überrollen, nachdem ihnen die Munition ausgegangen war. Die Schlacht war also ein echtes Blutbad. Der Kinmen-Bär steht heute im Guningtou Battle Museum auf Kinmen, ein absoluter Pflichtbesuch für alle Kinmen-Reisenden. Dort findet ihr auch viele weitere Informationen rund um die Schlacht, unter anderem wie die Angriffe wahrscheinlich durch Zufall sehr frühzeitig erkannt worden sind und wie ein Schmuggelboot bei der Verteidigung geholfen hat. Das Museum wurde im Jahr 2025 grundlegend modernisiert. Auch viele andere Attraktionen und Museen wurden überarbeitet. Unter anderem hat man einige der besonders drastischen Darstellungen der Schlacht von 1959 entfernt, um die Ausstellung kinderfreundlicher zu gestalten. Die Vorbereitung durch die chinesische Armee war schlecht und hastig. Teilweise setzten die Angreifer einfache Fischerboote ein, die gegen die Mörser und Kanonen der Verteidiger keinerlei Schutz boten. Dennoch gelang es einigen chinesischen Soldaten auf dem Baishan Sea Post einen Kommandoposten einzurichten, den konnten sie aber nur für wenige Stunden halten.
Bis heute kann man diesen Ort besuchen und man erkennt immer noch die Einschusslöcher und andere Spuren des Krieges. Die Schlacht von Gunning To ist ein absoluter Wendepunkt in der Geschichte Taiwans. Sie markiert den Beginn der Trennung zwischen Taiwan und China, dem heutigen Status quo. Die Niederlage zwang China außerdem erstmal von einer Invasion Taiwans abzusehen. Der Strand von Gunning To ist heute frei zugänglich, man hat einen guten Blick auf Xiamen, aber man sieht nicht mehr viel von der Schlacht von damals. Vielleicht noch ein, zwei Betonsperren im Wasser und ein paar Bunker. Allerdings gibt es mehrere Mahnmale und das erwähnte Museum in fußläufiger Entfernung. Für mehr Details und Impressionen schaut euch gerne mein Kinmen zum Thema Why is Kinmen Part of Taiwan an. Den Link findet ihr in der Beschreibung unten. Und was wurde jetzt aus unserem japanischen Offizier Hirosho Nimoto? Der wurde tatsächlich auf Geheiß des nationalistischen Generals Tang Enbo auf die Insel gebracht, und zwar heimlich. Er führte die Verteidigung der Insel und erhielt für seinen Erfolg den Beinamen God of War in Kinmen. Wie ging es weiter nach dem chinesischen Bürgerkrieg? 1950 hatte Kinmen 40.000 Einwohner und denen standen echt harte Zeiten bevor. Natürlich waren da die Nachwirkungen des Bürgerkriegs und natürlich war auch Chiang Kai-shek absolut überzeugt von einer Rückkehr und einer Rückeroberung des chinesischen Festlands. Er hatte ganz klare Invasionspläne und in diesen Plänen hat natürlich Kinmen eine zentrale Rolle gespielt. Und natürlich hatten die Chinesen ähnliche Pläne, nur eben umgekehrt. Die kleine Insel vor Xiamen, fest in der Hand des Feindes, war ein echtes Hindernis für eine Invasion des taiwanesischen Festlandes. Zudem war Kinmen auch noch ein potenzielles Einfallstor für eine potenzielle taiwanesische Invasion. Nicht umsonst wird die Insel das Goldene Tor genannt. Deshalb gab es schon 1950 einen Angriff der Roten Armee auf die kleine Insel Dadan. Ich habe diese kleine Insel bereits in der ersten Folge erwähnt und habe auch gesagt, dass sie heute ein sehr beliebtes Ausflugsziel ist. Deshalb könnt ihr euch schon denken, dass der Angriff fehlschlug. Die Taiwanesen reagierten und bauten die Verteidigung Kinmens massiv auf. Darauf werden wir in einer späteren Folge noch genauer eingehen. Es gibt sehr viele Bunkeranlagen auf der Insel, die auch heute für Touristen zugänglich sind. Unter der Hauptstadt Xincheng entstand sogar ein weit verzweigtes Tunnelnetz, das alle öffentlichen Einrichtungen der Stadt unterirdisch miteinander verbindet. Heute übrigens auch eine Touristenattraktion. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht. Den Tunnel könnt ihr nur mit einem Guide besuchen. Bleiben wir hier mal bei unserer Chronologie. Während von 1950 bis 1953 in Korea ein blutiger Stellvertreterkrieg im Rahmen des Kalten Krieges tobte, sendete die USA in dieser Zeit ihre Pazifikflotte in die Taiwanstraße und ordnete eine Abregelung an. Präsident Truman war überzeugt, dass man den Vormarsch des Kommunismus stoppen müsse. Sein Ziel war klar: eine Abwehr und Verteidigung von Taiwan oder Formosa, wie man damals noch sagte, inklusive Kinmen. Allerdings wollten die USA auf gar keinen Fall einen zweiten Konflikt in Asien, daher die Abregelung durch die Pazifikflotte. Der Schutzschirm durch die USA funktionierte erstmal ganz gut. Nach dem Ende des Koreakriegs dann aber kam es erneut zum Konflikt. Der neue US-Präsident Eisenhower wollte Chiang Kai-shek entfesseln und beendete 1953 die Blockade der Wasserwege. Daraufhin stationierte die KMT rund 58.000 Soldaten auf Kinmen und weitere 15.000 auf den Matsu-Inseln. Und China reagierte darauf mit massivem Artilleriefeuer und entsandte im August 1954 schließlich Truppen. Die Lage eskalierte. Auf Kinmen starben 2 US-Militärberater durch den Artilleriebeschuss aus China.
Eisenhower erwog in dieser Phase sogar den Einsatz von Atomwaffen gegen China. Doch die Lage entspannte sich 1955. Das chinesische Artilleriefeuer wurde eingestellt und Kinmen überlebte ein weiteres Gefecht. Kleine Anmerkung aus der Gegenwart an dieser Stelle. Die taiwanesische Regierung hat 2024 bestätigt, dass heute wieder Angehörige des US-Militärs auf der Insel Kinmen sind. Mehr dazu habe ich in einem Blogbeitrag geschrieben. Den Link gibt es wieder unten in der Beschreibung. Zurück in der Vergangenheit. An dieser Stelle frage ich mich häufig, wie muss es gewesen sein, als Bewohner oder Soldat in so einer Situation auf Kinmen zu leben? Chiang Kai-shek war weiterhin davon überzeugt, dass eine Rückeroberung des Festlandes notwendig sei. Gleichzeitig schwelt eben der Kalte Krieg und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Kinmen erneut zum Mittelpunkt eines Konfliktes wurde. Eine mögliche Antwort ist vielleicht der Schriftzug, den Chiang Kai-shek im Jahre 1952 auf dem Tayu-Berg anbringen ließ. Uwang Zai Jue. Bis heute thronen die roten Schriftzeichen auf dem höchsten Berg der Insel in rund 250 Metern Höhe. Die Inschrift geht zurück auf die Zeit der streitenden Reiche und bedeutet so viel wie „Vergiss niemals das Leid der Vergangenheit“. Für Chiang Kai-shek war sie ein Symbol für die Wiederherstellung seiner chinesischen Republik. Für mich ist es ein Mahnmal, das heute immer noch Geschichte atmet. Die Ruhe hielt nicht lange und es kam, wie es kommen musste. 1958 begann die zweite Taiwan-Krise mit einem Zusammenstoß in der Nähe der Dongting-Inseln bei Kinmen. Die KMT sah darin einen Invasionsversuch. Es kam zum Gefecht und die Soldaten der KMT konnten den Angriff zwar abwehren, doch kurz darauf folgte massiver Artilleriebeschuss und ein neuer Konflikt entbrannte. China versuchte zudem, die Versorgung Kinmens durch eine Seeblockade abzuschneiden. Und dann begann ein beispielsloser Artilleriebeschuss aus China. 44 Tage lang regnete es Granaten auf Kinmen. Das Gefecht, das am 23. August startete und bis heute als 823 Artillery Battle bekannt ist, ist ein wichtiges historisches Datum in Taiwan. Dazu gibt es in Kinmen natürlich auch ein Museum, das ihr euch unbedingt anschauen solltet. Das 823 Artillery Battle Museum macht deutlich, dass diese zweite Taiwan-Krise noch intensiver war als die erste. Die Rote Armee überraschte die Soldaten der KMT, doch Kinmen konnte erneut verteidigt werden. Auch dank moderner Waffensysteme wie Jets und schwerer Artillerie aus den USA, die im Museum ebenfalls ausgestellt sind. Die Hilfen aus den USA waren umfangreich. Die US-Marine eskortierte Versorgungsschiffe nach Kinmen und stellte so sicher, dass die Insel nicht abgeschnitten wurde. Nach Tagen ununterbrochenen Feuerns mit Artillerie war den Angreifern die Munition ausgegangen. Die Kampfhandlungen hielten jedoch noch rund 3 Monate an und tatsächlich wurde das Artilleriefeuer auf Kinmen erst im Jahre 1979 vollständig eingestellt, fast 20 Jahre später. Die Schlacht von 1958 während der zweiten Taiwanese Strait Crisis war die letzte große militärische Auseinandersetzung zwischen der Kuomintang und der Kommunistischen Partei Chinas. Für Kinmen hatte es nachhaltige Folgen. Es wurden noch mehr Bunkeranlagen gebaut und zeitweise waren mehr als 100.000 Soldaten auf der Insel stationiert. Kinmen wurde zur Festung. Noch heute sind taiwanesische Soldaten auf den Dongting-Inseln stationiert. Manche Artikel online behaupten, man könnte sie heute als Zivilist besuchen. Ich bezweifle das. Meines Wissens ist die Insel weiterhin Sperrgebiet. Aus den unzähligen Granaten und Geschossen, die auf Kinmen niedergingen, entstand übrigens auch etwas Neues.
Schmiede auf der Insel nutzen die Artilleriegeschosse als Rohmaterial für ihre Messer. In einer späteren Folge spreche ich noch über die wichtigsten Produkte der Insel, unter anderem über den Messermacher Maestro Wu. Wer jetzt schon sehen möchte, wie aus chinesischen Artilleriegeschossen Messer aller Art entstehen, kann sich mein Video über die Best Local Products of Kinmen anschauen. Außerdem sollte ich an dieser Stelle noch den Löwenberg auf Kinmen erwähnen und die darin befindliche Artillerieanlage. Der Sharshan-Haubitzers-Bunker erinnert an die Artillerieschlacht von 1958 und ist heute eine Touristenattraktion. Die Anlage wurde tief in den Fels direkt an der Küste gebaut. Von dort aus beschossen die Nationalisten Schermen und heranrückende Schiffe. Heute sind die Kanonen zwar nicht mehr einsatzfähig, aber noch gut sichtbar und fast täglich stellen Schauspieler einen Angriff nach. Dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht. Wie endete dann eigentlich die zweite Taiwan-Krise? Das Dauerfeuer wurde irgendwann eingestellt, den Chinesen ging die Munition aus, ganz verstummten die Kanonen aber nicht mehr. Taiwan und China beschossen sich noch jahrelang, wie erwähnt bis 1979. Im Museum erfährt man dann aber, dass es sowas wie ein inoffizielles Gentleman's Agreement gab. Die Soldaten in Kinmen und Xiamen wussten meist, wann und wo gefeuert wurde und konnten sich so rechtzeitig in ihre Bunker zurückziehen. Jetzt waren wir schon teilweise in den 70er Jahren. Ich möchte aber nochmal auf das erwähnte TV-Duell zwischen Nixon und Kennedy zurückkommen. Quemoy und Matsu wurden damals zu Schlagworten im Wahlkampf, weil Kennedy erklärte, dass die USA zwar Taiwan in jedem Fall unterstützen würden, falls es zu einem Angriff kommt. Er sagte aber auch Folgendes in der Debatte. Senator, Saturday on television, you said that you had always thought that Quemoy and Matsu were unwise places to draw our defense line in the Far East. Would you comment further on that and also address this question? Couldn't a pullback from those islands be interpreted as appeasement? Well, the United States has on occasion attempted, mostly in the middle 50s, to persuade Chiang Kai-shek to pull his troops back to Formosa. I believe strongly in the defense of Formosa. These islands are a few miles, 5 or 6 miles off the coast of Red China within a general harbor area and more than 100 miles from Formosa. We have never said flatly that we will defend Quemoy and Matsu if it's attacked. We say we will defend it if it's part of a general attack on Formosa, but it's extremely difficult to make that judgment. Now, Mr. Herta, in 1958, when he was Undersecretary of State, said they were strategically undefensible. Admiral Spruance and Collins in 1955 said that we should not attempt to defend these islands in their conference in the Far East. General Ridgway has said the same thing. I believe that when you get into a war, if you're going to get into a war for the defense of Formosa, it ought to be on a clearly defined line. One of the problems, I think, at the time of South Korea was the question of whether the United States would defend it if it were attacked. I believe that we should defend Formosa. We should come to its defense. Leave this rather in the air. That we will defend it under some conditions but not under other, I think is a mistake. Secondly, I would not suggest the withdrawal at the point of the communist guns. It is a decision finally that the nationalists should make. And I believe that we should consult with them and attempt to work out a plan by which the line is drawn at the island of Formosa. It leaves 100 miles between the seas. But with General Ridgway, Mr. Herta, General Collins, Admiral Spruance, and many others, I think it's unwise to take the chance of being dragged into a war which may lead to a world war over two islands which are not strategically defensible, which are not, according to their testimony, essential to the defense of Formosa. Und Nixon entgegnete dieser Aussage von Kennedy dann seine Area of Freedom Aussage, welche ihr anfangs gehört habt. Im Folge des TV-Duells entbrannte in den USA eine Debatte um den Umgang mit den Kommunisten. Kennedy revidierte später seine Haltung zu Kinmen übrigens und stellte fest, dass die USA Kinmen im Falle eines Angriffs durch China auf jeden Fall unterstützen werden. Wie ging es jetzt eigentlich mit Kinmen weiter? Der Konflikt flachte so ein bisschen ab. In den 1960er Jahren gab die KMT ihre Pläne zur Rückeroberung des chinesischen Festlands endlich auf.
Gleichzeitig wurde Kinmen immer stärker militärisch befestigt. Zwar beansprucht China bis heute die Herrschaft über Taiwan, einschließlich Kinmens, doch mit jedem neuen Bunker, mit jeder neuen Befestigung stieg natürlich auch der Aufwand für eine mögliche Eroberung. In Taiwan galt bis 1991 das Kriegsrecht, auf Kinmen sogar länger bis Mitte der 90er Jahre. Damit blieb die Insel Kinmen länger unter Militärverwaltung als das restliche Taiwan. Aber genau hier findet dann ein unglaublicher Wandel statt. Denn Kinmen wird von der Militärfestung zur Touristeninsel. Aber alles der Reihe nach. In den 70er Jahren steht alles auf Entspannung. 1979 nahmen die USA diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China auf. Gleichzeitig erklärte Peking offiziell die Einstellung des Beschlusses auf Kinmen. Damit endete die 21 Jahre lang dauernde Artillerieschlacht. So ganz ruhig war es aber auf Kinmen trotzdem nicht. In den 1980er Jahren gab es einige tragische Vorfälle. So wurden auf den Ski-Inseln 8 Fischer von taiwanesischen Soldaten getötet, nachdem ihr Boot dort gestrandet war. 1987 erschoss die taiwanesische Armee zudem 24 Flüchtlinge aus Vietnam. Im Rahmen des Kriegsrechts galt damals die strikte Anweisung, bei Sichtkontakt sofort zu schießen. An dieser Stelle möchte ich noch kurz erwähnen, dass Taiwans Präsident William Lai Ende der 1980er Jahre seinen Militärdienst auf Kinmen absolvierte. Die genauen Daten kenne ich nicht, ich kenne keine Details, aber im Jahr 2024 hat er die Insel erneut besucht, nicht mehr als Soldat, sondern als Präsident Taiwans. Vielleicht hilft das ja bei den nächsten Wahlen, denn Kinmen hat immer ein besonderes Wahlverhalten an den Tag gelegt. Die DPP tat sich immer schwer, William Lai ist nicht sonderlich beliebt und seit jeher hat die KMT die Nase vorn, so auch bei den letzten Wahlen im Jahr 2024. Aber zurück zur Zeitleiste. 1995 war ein Wendepunkt. Kinmen war nicht länger unter Militärverwaltung, sondern erhielt eine zivile Regierung. Gleichzeitig wurde der Kinmen National Park gegründet. Bis heute stehen rund 30% der gesamten Insel unter seinem Schutz, darunter auch sämtliche Strände, über die wir in der nächsten Folge sprechen werden. Ebenfalls im Jahr 1995 kamen dann die ersten Touristen nach Kinmen, hauptsächlich Vogelbeobachter. Durch die jahrzehntelange Isolation konnte sich die Tierwelt, die Flora und Fauna sehr gut entwickeln und besonders in der Küstennähe gibt es ein Paradies für seltene Vogelarten. Mehr dazu erzähle ich in einer späteren Folge über die Natur Kinmens. Das war damals aber natürlich noch kein Massentourismus. Der kam später, nämlich im Jahr 2001, als die direkte Fährverbindung nach Xiamen in China eröffnet wurde. Seitdem können Besucher aus China direkt nach Kinmen kommen. Ein wichtiger Schritt hin zum Massentourismus. Ich sehe daher das Jahr 2001 als den Epochenwechsel an, in dem Kinmen zur Touristeninsel wurde. Heute stellen die chinesischen Besucher die größte Besuchergruppe auf der Insel, doch auch aus Taiwan starten täglich Flugzeuge voller Touristinnen und Touristen nach Kinmen. Zwar kam es durch die Corona-Pandemie vor einigen Jahren zu einer Unterbrechung, dennoch hat sich Kinmen längst zu einem Touristenmagneten entwickelt. Natürlich endet die Geschichte von Kinmen nicht im Jahr 2001, diese Folge allerdings schon. Wir haben über die jüngere Geschichte von Kinmen gesprochen und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen erläutern, warum Kinmen bis heute Teil von Taiwan ist. Kinmen ist heute eine unglaublich schöne Touristeninsel und deshalb möchte ich über diese Schönheit in den nächsten Folgen sprechen. Wir fangen an mit den Stränden, dann gibt es eine Folge zur Natur von Kinmen und dann auch noch eine Folge zur Architektur. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Wenn ihr Zeit habt, checkt auch meine YouTube-Videos zu Kinmen. Da gibt es was auf die Augen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Thank you so much for watching. Hope to see you soon.